draußen sein, das ist für mich wichtig. Wichtig auch als Ausgleich zur Arbeit. Du hörst die ganzen Probleme der Welt, hörst und siehst du nicht. Ich glaube schon, dass das auch auf die Arbeit abfärbt, weil man viele Dinge sieht und du kannst einfach abschalten. Also beide Sachen, die Arbeit sowie das Hobby, partizipieren voneinander. Ich mag das ordentlich. Ich bin so auch erzogen worden, sage ich ganz offen und ehrlich. Ich habe das bei unseren Töchtern, machen wir das auch. Wobei Amelie mir gerne mal die Frage gestellt hat, als ich ihr sagte, Ordnung ist das halbe Leben, ist ja ein altes deutsches Sprichwort, kam die Frage, was ist denn die andere Hälfte des Lebens? Da hat sie natürlich voll und ganz recht, ne? Ich bin auf der Nordenhammer Zinkhütte, Betriebsleiter in der Bäderhalle. Generell bin ich ein Frühaufsteher und ich komme auch ganz gut damit zurecht, morgens alleine zu frühstücken, einfach um meine Ruhe zu haben. Zeitung lesen, im Internet noch ein bisschen surfen, schön frühstücken, Tasche packen für die Arbeit und dann geht es los per Fahrrad. Und der Arbeitsweg sind für mich rundweg 5 Kilometer. Und das ist für mich sehr entspannend, auch wenn das Wetter vielleicht mal nicht so mitspielt, wie es in der norddeutschen Tiefebene oft so ist. Die Hütte ist eine Institution der Stadt Nordenham. Die gehört einfach dazu. Wir sind dann, mein Bruder und ich war vielleicht 6, 7 Jahre alt, sind wir das erste Mal auf der Hütte gewesen. Das war beeindruckend irgendwie. Das sah alles groß aus, das war lärmend aus, das roch überall komisch, die großen Maschinen. Und bin jetzt in Summe 27 Jahre schon auf der Hütte tätig und fühle mich immer noch wohl. Das Produkt unserer Hütte in Nordenham ist in der Regel hauptsächlich Blei und Zink, inklusive der Nebenprodukte. Mein Arbeitsalltag, der wird im Wesentlichen dadurch bestimmt, dass ich mir meine Produktionszahlen angucke, weil wir ja auch sehen wollen, dass wir die Anlagen optimieren, erweitern, größere Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen durchführen. Und das ist ein ausfüllender Tag. Unsere Bäderhalle ist über 50 Jahre in Betrieb. Und ein wichtiger Punkt bei der Zinkgewinnung ist die Effizienz der Bäderhalle. Und da haben wir verschiedenste Ideen und Maßnahmen ergriffen, um die Effizienz zu steigern. Wir sind jetzt in der Laugerei angekommen und schauen auf unsere wunderschönen neuen Tanks. Edelstahltanks mit einer Isolierung, um Energie zu sparen in Form von Dampf. Wenn man sich die alten Tanks anguckt, die haben nur eine Holzisolierung, die verlieren viel Wärme. Hier haben wir was Gutes geschaffen, um Energie zu sparen. Also ein Schritt in die Zukunft. Was mir generell auf der Hütte gefällt, ist, dass kein Tag wie der andere ist. Es ist immer abwechslungsreich, es ist nie eintönig. Und gerne gehe ich dahin, weil man respektiert wird, weil man akzeptiert wird und weil man auch gehört wird. Und man nicht nur als Nummer irgendwo rumläuft. Das ist mir ganz wichtig. Warum ich zur Hütte gekommen bin, lag an meinem Vater und auch an meinem Großvater. Mein Urgroßvater muss um 1915 mit seiner Familie nach Nordenham gekommen sein. Ist auf der Hütte angefangen zu arbeiten. Mein Großvater ist nach dem Zweiten Weltkrieg erst auf der Hütte angefangen. Seine Brüder haben dort auch gearbeitet und auch meine Großmutter hat auf der Hütte gearbeitet. Die war damals in der sogenannten Putzkolonne. Ja, 2 alte Bilder von meinem Großonkel Georg Alexander Lipper, 1950 gemalt, zeigen alte Jobs der thermischen Zinkhütte. Unser damaliger Geschäftsführer hat die Bilder dann rahmen lassen und nun hängen sie bei uns hier im Verwaltungsgebäude der Zinkhütte. Und ich bin sehr stolz darauf und kann jeden Tag einen Blick auf diese Bilder werfen.
Mein Urgroßvater, Georg Lipper, war die erste Generation unserer Familie, die auf der Hütte gearbeitet hat und war leidenschaftlicher Artist. Zu seinen Vorstellungen gehörte unter anderem, dass er sich große Feldsteine auf dem Kopf zerschlagen ließ. Das heißt, er setzte sich den Stein auf den Kopf und mit einem schweren Hammer wurde dieser Stein auf seinem Kopf dann zerschlagen. Recht ungewöhnlich, lief auch nie ohne Verletzungen ab, so wird es jedenfalls gesagt, und hat auch zur Folge gehabt, dass er schon mit 45 Jahren verstorben ist. Ja, guten Morgen nochmal alle. Wir starten in eine neue Woche. Wer hat was für uns? Hatte sich aber bei mir gemeldet. Wir sind also letzte Nacht wieder mit der Maschine gestartet, haben unsere 15 Bäder, sprich eine Badreihe, geschafft. Das heißt, die Kollegen waren irgendwo gegen 4 Uhr fertig. Das hat gut geklappt. Also von meinem Vater habe ich das Führung habe ich es anders gelernt. Mein Vater ist noch eine Generation, die ein härteres Auftreten hatte. Haben wir schon immer so gemacht, wird so gemacht, bitte erledigen. Das ist Old Style, das hat vielleicht früher mal so funktioniert. Und vielleicht kommt man so militärisch, strukturell vorgehen. Aber es funktioniert nicht mehr in dieser Welt. Und das will auch, behaupte ich mal, kein Konzern. Hallo Sven. Hallo, wie sieht's aus? Sehr gut. Was macht die Produktion? Kommst du durch? Ja. In der Managerrolle ist mir wichtig, ich sehe das als wie ein Familienverbund. Und so sehe ich das auch bei meinen Mitarbeitern. Jeder ist individuell. Und jeder Mitarbeiter, egal ob er ein kleiner Werker ist oder ein Hauptabteilungsmeister, hat Stärken und Schwächen. Und die gilt es zu finden. Und das ist das, warum wir da alle, glaube ich, so gerne hingehen, weil wir uns gegenseitig unterstützen und uns helfen, wenn es irgendwo mal klemmt. Weil wir wissen, wie der andere tickt. Ja, die Rolle als Landwirt ist natürlich untergeordnet, aber die Beschäftigung als Landwirt, die ist für mich ein Stück weit befreiend. Das habe ich von meinem Großvater geerbt und hatte nebenbei Hühner und Enten und Kaninchen. Auf unserem kleinen Pferdehof ist das absolute Teamarbeit. Das heißt, meine Frau, unsere Töchter und ich, wir sind gut eingebunden. Und jeder hat so sein Aufgabengebiet. Die Kinder kümmern sich um die Tiere. Meine Frau macht das Organisatorische, macht die Buchführung, was auch ganz wichtig ist. Ich bin mit der Ernte beschäftigt und mit der Hofpflege. Die Arbeit mit dem Traktor auf dem Feld, das ist für mich ein Abschalten, das ist für mich zur Ruhe kommen. Mit 15 hatte ich dann auch meinen eigenen Traktor gekauft, ne? Aus einem Fahrzeug wurden 2, 3, aktuell sind es 4 Fahrzeuge, die jetzt mit unserem kleinen Bauernhof auch eine Aufgabe gefunden haben. Das fasziniert mich, nicht nur das Fahren, sondern auch das Instandhalten, da dran rumbasteln und auch mal gucken, wie man technische Lösungen damals hingekriegt hat. Das ist das Schöne daran. Ich werde jetzt 53. Man guckt dann schon mal Richtung Ruhestand. Und ich würde heute sagen, dass ich von dem, was ich bisher gemacht habe, würde ich 99% wieder so machen. Also ich bin mit dem, wie ich es gemacht habe, bin ich zufrieden. Aber gut, das ist erledigt, Amelie, ein schöner Schritt. Du hast gestern dein Abiturzeugnis bekommen. Du hast Bescheid bekommen, dass du deine Ausbildung bestanden hast. Ich bin sehr, sehr froh, dass meine Tochter jetzt in die Fußstapfen treten will, sprich als 5. Generation auf der Hütte arbeiten möchte. Guckt ihr auch auf die Vergangenheit? Guckt ihr auch zurück? Ja. Opa hat mal zu mir gesagt, beim 100-Meter-Lauf, wo guckst du hin? Wo guckst du beim 100-Meter-Lauf hin? Ja, nach vorne. Genau, nicht nach hinten, das ist Vergangenheit. Vorne spielt die Musik. Was ist der Schlüssel zum Glück, der Schlüssel zum Erfolg? Für mich Bestätigung finden, eine Familie hinter sich zu haben, ein Team hinter sich zu haben, die auf Augenhöhe agieren und zusammenhalten. Das ist für mich der Schlüssel zum Erfolg. Und was mich besonders glücklich macht, dass ich hier in dieser Region, in der ich geboren und aufgewachsen bin, immer noch lebe, alles gefunden habe, ein kleines Himmelreich sozusagen mit unserem Bauernhof und allem, was dazugehört.